Bei Auto Obermann in Mülheim gibt's jede Menge spannende Arbeit. Vielleicht genau das, wonach du suchst. Volle Auftragsbücher, aber viel zu wenig Mitarbeiter. Eine Situation, die viele Kfz-Werkstätten kennen und die die Firma Auto Obermann in Mülheim an der Ruhr besonders trifft. Bundesweit fehlen der Branche nach Schätzungen des Zentralverbandes für das Kfz-Gewerbe rund 10.000 Fachkräfte. Und eine Besserung der Situation ist angesichts der vielen Mitarbeiter, die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden, nicht in Sicht. Exakt in dieser Misere steckt auch Auto Obermann, nur dass dort neben normalen Lastwagen auch noch an klassischen Lkw und Fahrzeugen und Anhängern für das Schaustellergewerbe gearbeitet wird. Es brummt also. Wer die viele Arbeit auf Dauer erledigen soll, wissen Firmenchef Dirk Obermann und sein Sohn Nick derzeit nicht. Gesucht werden deshalb Mitarbeiter mit handwerklichem Können und Interesse an Nutzfahrzeugen. Auto Obermann, anders als die anderen. Wir sind Familienbetrieb in der 3. Generation mit Mitarbeitern, die langjährig bei uns sind. Ob es 10, 15, sogar 35, 36 Jahre sind Mitarbeiter hier, die jetzt uns in die Rente verlassen. Aber da ist natürlich auch Fachpersonal, was uns in der Zukunft fehlen wird. Heutzutage neues Personal zu finden, ist wirklich sehr schwierig geworden. Generell die Personalsituation ist ja im Moment wirklich schlecht. Ich sag mal, die Lkw-Werkstatt ist natürlich auch nicht so beliebt bei vielen Mechanikern oder generell bei Monteuren, weil es halt einfach eine dreckige, schmutzige und anstrengende Arbeit ist. Da ist alles schwer, alles ist dreckig und alles ist immer schwierig. Damit hat Nick Obermann auch schon viele der Gründe genannt, die die Mitarbeitersuche so schwierig machen. Die Zeiten haben sich geändert. Kaum jemand will sich bei der Arbeit heute noch die Hände schmutzig machen oder körperlich hart arbeiten. Weil der familiengeführte Betrieb auch noch ein regelrechter Allround-Betrieb ist, der sich um alles rund ums Nutzfahrzeug kümmert, werden Mitarbeiter in nahezu allen Bereichen gesucht. Egal ob es um moderne Lkw, klassische Truckschönheiten mit Reparaturbedarf oder um das weite Feld des Fahrzeugbaus geht. Doch lassen wir Dirk selbst beschreiben, wonach er sucht. Wir suchen zurzeit Kfz-Mechaniker, Mechatroniker, Kfz-Elektriker, je nachdem, wie die Ausbildung gerade ist. Es muss auch nicht unbedingt eine abgeschlossene Berufsausbildung sein, es muss einer Spaß am Beruf haben. An Reparaturen, an LKWs, Nutzfahrzeugen, ob alt, ob neu. Wir machen Oldtimer aus den 50er, 60er, 70er Jahre, machen natürlich auch Reparaturen und Wartungsarbeiten an Neufahrzeugen, da wir Vollvertragswerkstatt und Händler sind. Ja, bei uns ist das Portfolio komplett vielfältig. Es ist nicht immer die gleiche Arbeit, immer nur einen Ölwechsel machen. Wir machen auch noch Reparaturen, nicht nur Teile tauschen. Bei uns, wir machen einfach alles. Auto Obermann, ein familiengeführter Betrieb, der kein Geheimnis daraus macht, dass es hier ums Arbeiten geht. Aber wir erleben Mitarbeiter wie Martin, die hier beschäftigt sind und die für ihren Job noch leben, ihre Arbeit. Und kann man das weiterempfehlen? Und was bedeutet familiengeführter Betrieb eigentlich? Ich habe meine Ausbildung als Pkw-Geselle gemacht, abgeschlossen. Habe 10 Jahre lang Pkw-Branche gearbeitet. Und nach 10 Jahren habe ich mich hier bei der Firma Auto Obermann beworben. Da hat mich der Arbeitskollege Marian angelernt. Das hat mich so fasziniert, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt seit 12 Jahren in der LKW-Abteilung bin und nichts anderes mehr machen möchte. Also Familienklima wird hier ganz groß geschrieben bei uns, ist Fakt. Also wenn wir Probleme haben, können wir ganz zum Chef gehen oder Nick oder zu Kerstin, Chefin. Wenn wir Probleme haben, die helfen uns natürlich, wenn es schwierige Probleme sind. Da ist es noch nie so gewesen, dass sie gesagt haben, nö, interessiert uns nicht. Zurück zur Personalnot im Werkstattgewerbe. Während Martin ja vom ersten Tag an vom Reparieren und vom noch anpacken müssen in der Lkw-Werkstatt begeistert war, so ist das mittlerweile schon fast die Ausnahme. Martin hat es selbst immer wieder erlebt. Das Problem ist, die Leute, die wollen nicht mehr arbeiten. Wenn wir Praktikanten bekommen oder beziehungsweise Azubis, die kommen hier rein und haben kein Interesse. Die sagen immer, die wollen den Beruf erlernen, aber da kommt nichts von denen. Dann sind die, nach 8 Stunden sind die kaputt, sage ich mal auf gut Deutsch, weil die mit anpacken müssen. Und dann am nächsten Tag, nur ist nichts für mich. Martins Kollege Marian wird aufgrund seines Alters die Firma Obermann bald verlassen. Fast 4 Jahrzehnte hat Marian als Mechaniker hier gearbeitet und bereut
Wie er sagt, davon keinen einzigen Tag. Wie aber muss man drauf sein, um in dem 50-Mitarbeiter-Betrieb seinen Weg als Mechaniker gehen zu können? Gibt es da vielleicht einen generellen Tipp? Man muss auf jeden Fall Motivation mitbringen, das ist Voraussetzung. Man muss Spaß an dem Beruf haben und man muss oder will geneigt sein, was Neues dazu zu lernen. Und dann klappt das auch hier bei uns und da sind alle glücklich. Und wir sind glücklich, dass wir einen neuen Arbeitskollegen haben. Diese Voraussetzungen können natürlich auch Menschen mitbringen, die aus anderen Ländern kommen und ebenfalls ein Faible für Nutzfahrzeuge aller Baujahre haben. Nationalitäten spielen bei den Obermanns nämlich überhaupt keine Rolle. Hier kann jeder mit jedem und darauf wird Wert gelegt. Wie Nick zum Beispiel mit seinem iranischen Freund und Mitarbeiter Davut Mardin, der auch schon viele Jahre im Betrieb arbeitet. Also ich sage ganz ehrlich, wer arbeiten kann, ist mir egal, wo er herkommt. Ob er aus Deutschland kommt, aus Polen kommt, aus Türkei kommt, aus Afrika kommt, das ist mir wirklich egal. Er muss einfach nur arbeiten können und menschlich in Ordnung sein und hier in unser Team reinpassen. So, und wenn er natürlich jetzt ein super Monteur ist, aber jetzt auf dem Blatt Papier das jetzt nicht richtig gelernt hat, ist mir das auch egal. Wenn er arbeiten kann und vor allen Dingen arbeiten will, bin ich da auch immer offen. Dinge, die vor dem Hintergrund der Personalnot in jeder Lkw-Werkstatt eigentlich selbstverständlich sein sollten. Wir von Eurotransport TV bleiben dran an diesem Thema und verraten demnächst, weshalb gerade persönliches Engagement in Lkw-Werkstätten so wichtig ist.